Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Philipp Dukakis und ich bin hier zu Gast bei Martin. Er hat hier ein sehr außergewöhnliches, besonderes Haus vor 2 Jahren gebaut, hier auf Rügen. Richtig, der Baustart war vor 2 Jahren. Meine Historie, ich bin ursprünglich in Bremen aufgewachsen. Dann als Norddeutscher hat es mich allerdings nach Süddeutschland verschlagen. Dort habe ich jetzt 30 Jahre Sondermaschinenbau bei der Firma Bosch genossen und gelebt. Allerdings fehlte mir das Wasser und die Weite der norddeutschen Natur. Und so bin ich hier nach Rügen gekommen. Und wie kam es denn dazu, das Grundstück letztendlich hier zu kaufen? War das eine spontane Entscheidung? Das war eigentlich eher ein Zufallstreffer. Also meine Frau und ich sind vor 3 Jahren in den Campingurlaub hier nach Zuda, Süd-Süden gefahren, an der Pudeminer Wiek, an einem Entwicklungsschild für ein Ferienhausgebiet vorbeigekommen. Ich war nicht ernsthaft auf der Suche, auch nicht nach einem Investment oder so. Allerdings die äußeren Umstände. In Süddeutschland fehlt mir das Wasser. Es gibt zwar den Neckar, aber trotzdem etwas traurig. Ich sitze da auf dem Trockenen und weil die Kinder aus dem Haus sind, ist nochmal Kapazität da gewesen, neue Projekte anzugehen. Da mich hier die Landschaft und die Natur sehr angesprochen hat, sofort haben wir zusammen überlegt, ob wir es stemmen können, ob wir es realisieren können, und so kam das ganze Projekt ins Rollen. Und dieses Haus wurde ja aus einem besonderen Baustoff hergestellt. Das haben wir in einem Video, im ersten Video vor 2 Jahren gezeigt, als wir hier im Rohbau standen. Das ist der Hanfkalk und in dem Fall aus Hanfkalk vorgefertigte Steine sozusagen. Wie hast du denn von Hanfkalk erfahren und was wären denn für dich die wichtigsten Vorteile? Ja, also in Stuttgart lebten wir auch schon in einem baubiologisch wertvollen Haus, ein Holzhaus, was vor gut 20 Jahren gebaut wurde, und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, einen Standardbau mit relativ hohem Ressourcenverbrauch auf so einer schönen Landschaft zu bauen. Als ich überlegt habe, was für ein Haus könnte das werden, habe ich gedacht, Besonderheiten, baubiologisch wertvoll ist mir wichtig, und dann fiel mir ein, Mensch, du hast ja einen Freund, den Achim Pilz als Baubiologe und Journalist, der hat mir zum ersten Mal etwas von Hanfkalkschäben erzählt, was jetzt knapp 3 Jahre her ist, zum ersten Mal davon gehört und dann in dem Thema etwas recherchiert. Er hat mich auch verwiesen auf ein Netzwerk von Baubiologen, so bin ich auf den Roger Dauer gekommen und auf den Hanfingenieur Henrik Pauli. Durfte dann ein Seminar mal mitmachen beim Roger. Der hat da zufällig gerade in den Sommerferien, als wir im Entscheidungsprozess waren, ein kleines Hanfkalkseminar angeboten. Da bin ich mit dem Baustoff selber in Kontakt gekommen und habe gedacht, wunderbar. Mhm. Ja. Deswegen auch das Mikrofon hier, sehr nachhaltig, aus Holz, die Halterung, passend zum Thema. Passt zum Improvisieren, das war auch bei dem ganzen Projekt ständig wieder nötig. Ja, genau. Noch ein paar Fakten zum Haus. Welche Größe haben wir hier circa und Kostenschätzung? Ja, ganz grob ist natürlich nicht einfach. Wir haben also erstmal zur Wohnfläche öffentlich anbieten fürs Vermieten. Das ist ja ein vermietetes Ferienhaus. Tun wir jetzt ein Zimmer weniger, und das sind 120 Quadratmeter. Die Gesamtfläche sind gut 150. Das Ganze steht auf einem 700 Quadratmeter Grundstück, also etwas schön gestaltetes Grün auch ist drumherum. Die Baukosten, das war ein ganz schwieriges Thema, weil es ja ein individual geplantes Architektenhaus ist und auch in der schwierigen Phase die Kosten schwer abschätzbar waren. Ich hatte nur ein Vergleichsangebot für knapp 300.000 Euro, wäre da wahrscheinlich bei rausgekommen mit dem kompletten Haus, inklusive Heizung, Sanitär, aber noch ohne Einrichtung, wären dann ca. 300.000 Euro gewesen. Wir sind jetzt rausgekommen bei schätzungsweise 500.000. Also fast sämtliche Gewerke hatten eine deutliche Kostenüberschreitung gegenüber den Schätzungen vorher.
Aber das ist genau der Punkt. Es war nicht so detailliert durchgeplant im Vorfeld, viel Neues dabei, als dass ich verschiedene Angebote hätte vergleichen können. Auch nicht mit konventionellen Bauten. Das war immer eine Daumenpeilung. Ja, und wir konnten das gerade stemmen, weil die äußeren Umgebungsbedingungen so waren, dass unsere Eigentumswohnung in Stuttgart abgezahlt war. Belastbar, deswegen die Banken auch nicht so viel Nachfragen stellen mussten, was dieser exotische Baustoff jetzt eigentlich bedeutet. Da hatten wir Freiheit und das haben wir das auch genutzt. Dann eine Frage zum Bausystem. Also wir hatten im ersten Video mit Henrik Pauli erklärt, was für Möglichkeiten es gibt, mit Hanfkalk zu bauen. Und wieso kam es in dem Fall zu dieser Entscheidung, dass man Betonstützen innerhalb der Hanfkalksteine verwendet und keinen klassischen Holzbau? Das war eine Mischung von Empfehlung durch meine Planer und eigene Recherche. Also die anderen Möglichkeiten, die ich noch gesehen hätte, wäre eben ein Holzfachwerk und dann mit Hanfkalk ausgefacht. Nach meinen eigenen Recherchen wäre ein Holzfachwerk selber nochmal kostenintensiver gewesen. Auch schwierig, überhaupt Betriebe zu finden, die das heute noch können und anbieten. Auch diese Situation mit betrachtet, es ist etwas abgelegen hier oben, es gibt nicht so sehr viele Handwerker und immer wenn die Handwerker etwas machen sollen, was sie nicht so gewohnt sind, ist es schwierig. Es gibt noch eine holländische Firma, die Hanfkalk-Fertigbauten anbietet. Da war ich kurz davor, da einzusteigen und weiter anzufragen. Die reagierten allerdings nicht, die sind auch noch in der Startphase gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat mir dieses Prinzip, was mir Henrik Pauli da empfohlen hat, mit den Hanfkalk-Schalsteinen sofort eingeleuchtet, auch mit dem Hintergrund, dass lokale Firmen so etwas eher adaptieren können. Und langsam kommen wir auch zum Schluss. Was waren denn die Herausforderungen bei diesem Bau, beziehungsweise was würdest du dann anders machen beim nächsten Mal? Ja, was schwierig war, ist, dass wir gestartet sind mit dem Bau und die Detailplanung noch nicht so ausgereift waren, dass jede Details richtig betrachtet wurden. Das war auch für die Handwerker schwierig, Gewerksplanung durchführen zu müssen mit einem neuen Stoff, der ungewohnt ist. Das hat mich zeitweise ziemlich belastet. Es hat auch zu Kostensteigerungen geführt. Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, gar nicht anders möglich gewesen als so. Deswegen ist Fazit relativ positiv. Ja, genau. Apropos Fazit. Also wie zufrieden bist du letztendlich von dem Ergebnis dazu? Das Ergebnis hat meine Erwartungen wirklich erfüllt. Da sind auch positive Dinge dabei entstanden, wie zwischendurch kam mal die Idee mit gerundeten Leibungen, mit dem Lehmputz, der Strohhäcksel involviert hat und damit das Ganze aufgelockerter ist. Das Raumklima ist hervorragend. Also ja, das hat sich sicherlich gelohnt. Es war ein sehr großer Aufwand, aber das Ergebnis trifft und das passt auch in diese schöne landschaftliche Umgebung, in der wir hier in Pudemin sind. Von daher sehr positiv. Bin erwartungsvoll, ob auch meine Gäste das so wahrnehmen und dann zu schätzen wissen. Also vielen Dank für das nette Gespräch und informative Gespräch. Ich hoffe, es hat vielen geholfen, weitere Entscheidungen zu treffen in Zukunft bezüglich Bauen oder mit Hanfkalk auch. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden noch eine Führung machen, die ein bisschen detaillierter ist. Die passt jetzt nicht in dem Video, das würde den Rahmen sprengen. Das wird unten in der Beschreibung verlinkt. Und falls ihr das Haus live erleben möchtet, könnt ihr das gerne online buchen. Da gibt es eine Seite, die heißt pudewohl.de, also Pudewohlfühlen hier in Pudemin. Dort gibt es nochmal Bildervorstellung und Informationen zu Haus und Umgebung mit einem Link zu unserer Vermietungsagentur. Okay, genau. Und das werden wir eben auch unten in der Beschreibung verlinken. Was mir noch einfällt, ist ein Lob an meine lokalen Handwerker, die sehr tatkräftig mit den auch ungewohnten Bedingungen umgegangen sind. Das betrifft sowohl den Rohbau mit Dachstuhl, das betrifft das Reetdach, was sehr schön geworden ist, unsere Fenster und Türen und die Treppe aus Vollholz getischlert, hervorragend, genauso wie die Elektroinstallation und Sanitär und Heizung sich gut auf die
unkonventionellen, ungewohnten Bedingungen eingestellt haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Super. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gerne bitte abonnieren auf dem Kanal, ein Like hinterlassen oder kommentieren, was euch am besten gefallen hat. Und ja, also bis zum nächsten Mal.